herzlich willkommen. Mein Name ist Kati und ich würde gern ein kleines Paint with Me heute mit euch machen. Ich habe mir hier mal diese Meerjungfrau rausgesucht. Ich hatte euch das schon mal vorgestellt. Das ist die Mermaid Ocean Jelly von Lara Klein aus dem Shop von Pichu Moon Art. Und das ist ein Bild, das hat 110 Farben. Und mit diesem Bild nehme ich an diesem Event teil, Diamantenzauber. Das hat jetzt im April gestartet und das geht bis Ende des Jahres. Und deswegen werdet ihr dieses Bild ab und zu mal bei mir sehen. Ich habe hier meine Box mit den ganzen Steinchen und die wollte ich euch auch mal zeigen. Ich habe hier oben in den Deckel mir die Legende geklebt und habe hier die Steinchen, die nicht mehr in die Behälter gepasst haben, und hier einmal die Farben jeweils. Die Legende hier, die hier drauf klebt, die habe ich mir einfach einmal kopiert und dann drauf geklebt. Leider war meine Druckertinte etwas leer, deswegen ihr seht es, ich habe ab und zu ein bisschen nachgemalt und hier oben ist es halt etwas, Moment, seht ihr gar nicht, da oben ist es ein bisschen rötlich geworden vom Druck her, aber das ist nicht schlimm, das macht mir nichts aus, deswegen habe ich ja auch noch mal hier die Legende im Deckel kleben. Ja, wie gesagt, das Bild hat 110 Farben. Es hat AB, also Aurora Borealis Steinchen mit drin, und Fairy Dust Steinchen. Das sehen wir auch hier an der kleinen Ecke, wo ich schon angefangen habe. Ich hole euch gerade mal ein bisschen näher und dann könnt ihr das besser sehen. So, muss ich das Bild ein bisschen rutschen. Da haben wir einmal die Jelly Fairy Dust hier unten mit drin, was so schön glitzert in dem hellblau. Die lilanen hier und einmal hellblau haben wir auch als Jelly nicht, als Fairy Dust, Entschuldigung. Als ein Fairy Dust Stein. Ja, und hier sieht man schon sozusagen die Spitze von ihren Haaren. Oder ein Teil von ihren Haaren, weil der Zopf geht ja so hinter ihrem Körper noch vorbei. Und ich dachte jetzt, wir painten einfach hier ein kleines Stückchen zusammen. Ich muss ein bisschen gucken, wie ich das am besten hinlege, damit ihr auch genug seht. Und ich trotzdem noch gut arbeiten kann. Das heißt, heute muss ich mich ein bisschen sortieren. So, würde ich mal sagen. Doch, ich glaube, so geht das für euch. Ja. Wie war denn eure Woche so? Habt ihr Spaß gehabt? War die Woche schön? Oder eher weniger? Bei mir, die Woche, die verging ja wieder wie im Flug. Also wirklich extrem schnell. Und der Montag bis Freitag, das ist schon kaum angefangen, schon wieder vorbei. Aber gut, so geht es am Wochenende bei uns auch. Finde ich jetzt, das ist genauso kaum angefangen, schon wieder vorbei, das Wochenende.
Aber ich finde schon, dass das, ja, das ist ja eine schöne Sache, wenn man die Tage so schön rumbekommt. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir noch das Licht anmache. Weil ich sehe nicht so viel. Es ist etwas dunkel draußen bei uns, denn es regnet die ganze Zeit nur. Ich hoffe jetzt, das geht für euch mit dem Licht. Aber ich glaube schon. Ich glaube jetzt nicht, dass das so stark stört. Ja, wie gesagt, die Woche verging wirklich flott. War aber auch immer was zu tun. Also wir waren die ganze Woche unterwegs. Viel unterwegs. Zum einen hatten wir Kieferorthopäden-Termin bei meinem Sohn. Der ist mit seiner Zahnspange fertig und jetzt waren wir noch mal zur Kontrolle. Also gehen wir jetzt abends in gewissen Abständen immer noch mal zu einer Kontrolle hin, ob die Retainer, glaube ich, heißen, die noch richtig sitzen. Und das ist halt auch, ja, ich meine, wir fahren halt eine Stunde zum Kieferorthopäden, eine halbe Stunde und dann auch wieder eine halbe Stunde zurück. Ja, aber ist eine ganz liebe. Ich bin sehr froh, dass wir die gefunden haben, die Ärztin, die Kieferorthopädin. Und ganz, ganz klasse. Eine total liebe Frau, die da auch schön auf die Kinder eingeht und sich auch mit den Eltern oder auch den Erwachsenen beschäftigt und darauf Rücksicht nimmt und nochmal nachschaut und alles versucht möglich zu machen. Also wirklich schön. Ich finde, das hat man ganz selten. Ja, und dann waren wir ja beim Kieferorthopäden. Und dann, den Tag darauf, hatten wir noch Zahnarzttermin, also Kontrolltermin. 2-mal im Jahr müssen meine Kinder zum Kontrolltermin bei dem normalen Zahnarzt und da waren wir dann auch noch mal. Da haben wir leider ein bisschen länger gesessen. Aber ich meine, wenn dann Notfälle kommen, dann warte ich gern. Denn wenn ich mir da manchmal vorstelle, ich wäre ein Notfall, würde ich auch lieber zügig drankommen, anstatt mit Schmerzen noch irgendwo rumzuwarten. Ja, deswegen. Ja, da hatten wir aber um 2 Termin und waren um 4 daheim. Also wir waren schon ein wenig unterwegs. Ja. Aber auch da alles gut. Alles wunderbar. Ich finde es immer so goldig. Ich als Erwachsene müsste ja eigentlich nur einmal sozusagen zur Kontrolle für ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich nenne das Bonusheftchen. Für dieses Bonusheftchen müsste ich ja nur einmal im Jahr zur Kontrolle. Aber ich gehe immer 2-mal, damit meine Kinder nicht alleine gehen müssen einfach. Ja. Aber meine Kinder gehen ganz gerne zum Zahnarzt. Hut ab. Aber die hatten auch noch nichts an den Zähnen. Also toi toi toi. Bis jetzt alles super. Und auch bei mir, also die sind bei mir mit klein auf, sind die immer mitgenommen worden von mir. Auch wenn ich einen Zahnarzttermin hatte, auch Kontrolltermine. Und ja, da haben sie halt gesehen, dass das nichts ist, wovor man besonderen Schrecken haben muss. Ich meine, ich kann das verstehen. Ich weiß nicht warum, aber ich mag meinen Zahnarzt. Ich habe auch kein Problem, dahin zu gehen, aber trotzdem gehe ich innerlich ein bisschen,
ja, ich will nicht sagen, doch nervös. Doch, ich gehe schon ein bisschen nervös hin, obwohl ich gar keinen Grund habe. Ja? Aber trotzdem gehe ich da immer so ein bisschen hin, so, oh Gott, Zahnarzt. Ja, warum auch immer. Ja, das ist halt so. Aber wie gesagt, ich mag meinen Zahnarzt. Er ist total lieb. Ich war erst, ja, wie ich kleiner war, bei dem Vater und jetzt hat der Sohn die Praxis übernommen. Und das ist schon schön. Also der macht das auch ganz, ganz klasse. Was der früher meinem Sohn dann die Sachen gezeigt hat und hier Kamera für den Mund und dieses und jenes und hat sich da Zeit genommen. Das war schon schön zu sehen. Und ich glaube deswegen, weil er sich da so viel Mühe gegeben hat, haben die Kinder da weniger Probleme hinzugehen. Finde ich sehr, sehr schön. Also die sind dann nicht so wie ich, die dann Zahnarzt, sondern ja, Zahnarzt, ja cool, dann sehen wir ihn wieder. Ja. Ja, das waren die paar Tage sozusagen. Ja. Und dann war mein Sohn noch auf eine Ausbildungsbörse oder Ausbildungsmesse gefahren, weil er gesagt hat, er wollte sich einfach mal erkundigen. Mein Sohn ist Brillenträger und hat eine starke Dioptrienzahl. Und deswegen wollte er sich mal erkundigen, wie das ist, weil er in diesem Besuch von dem BITS gesagt bekommen hat, dass er die Berufswünsche, die er hat, nicht machen kann. Also da würde er nicht genommen werden mit dieser starken Dioptrienzahl. Ja, also die Berufe, für die er sich interessiert hat, sind einmal eine Küstenwache, weil er ja gerne schwimmt. Hat er einmal die Küstenwache gehabt, die er gerne machen würde. Oder halt Polizist. Was er auch noch hatte, war Forst. Also er wollte auch, da hat er sich auch sehr für interessiert, die Forstarbeiten. Und ja, also bei der Wasserwacht und bei der Polizei wurde ihm von dem BITS-Berater gesagt, dass er diese Berufe mit seiner Brillenstärke nicht ausüben kann. Also er bräuchte sich gar nicht zu bewerben, er würde nicht genommen werden. Und das hat ihn schon ein bisschen geknickt, muss ich sagen. Also da war er sehr traurig. Ja, und das hat auch ein bisschen gedauert, bis er das so verstanden hat. Wobei ich ihm gesagt habe, dass auch wenn er diese starke Dioptrien hat, finde ich, kann er sich trotzdem bewerben und dann können die ja trotzdem schreiben, ja, nee, geht nicht. Und die Dioptrienzahl bei ihm könnte man ja auch noch, hat uns zumindest der Augenarzt gesagt, lasern lassen. Wobei davon bin ich nicht so angetan. Aber wenn sein Herz dran hängt an diesen Berufen, ne, das unbedingt möchte und das die einzigste Möglichkeit wäre und er das machen möchte, müsste man sich das Ganze überlegen. Ja, wobei ich das, aber wie gesagt, so richtig befasst habe ich mich da damit noch nicht. Aber ich habe ihm
gesagt, dass er sich da trotzdem auf so Berufe bewerben soll, wenn sein Herzchen da dran hängt. Ja, und ich fand es auch nicht so schön, dass der Berater da gleich gesagt hat, ja, also so jemanden, das nehmen Sie nicht. Ist ein bisschen schade. Aber ich war auch bei dem Gespräch nicht dabei, wie gesagt. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob er das halt so wortwörtlich gesagt hat, um Himmels Willen. Das will ich auch keinem unterstellen. Aber ja, mein Sohn hat es halt so aufgefasst und war halt sehr, sehr, sehr traurig. Aber ja, was will man machen? Ich meine, er hat die Dioptrien fertig. Das ist so. Ja, das war das. Aber da war, wie gesagt, da war er auf dieser Ausbildungsmesse, Börse. Und da ist er mit einem Freund hingefahren. Ich habe nachher zu dem Buben gesagt, sag ich, ihr wart ja Jäger und Sammler. Also was die alles bekommen haben, so viele Informationssachen und Sachen, wo sie noch mal schauen könnten und sich hinbewerben könnten für ein Ferienpraktikum und sowas. Also das ist schon, war schön. Also dass die Firmen sich so viel Mühe geben, um die Jugend zu informieren, war ein ganz positiver Effekt, fand ich jetzt. Ja. Und natürlich war er auch dann dort bei der Polizei gegangen und hat da mal nachgefragt. Und es ist leider so, dass bei der Polizei wohl nur eine gewisse Dioptrienzahl von den Augen her sein darf. Und ja, aber er hat ja, wie gesagt, dann noch andere Wünsche, die er dann ja mal schauen kann, ob die was für ihn sind oder eben nicht. Ja, genau, so war das. Er hat ja auch noch ein bisschen Zeit, also er kann sich das auch aussuchen, ob er da, ja, ob er weiter Schule machen will oder ob er abgehen will oder ob er was anderes machen möchte. Also das steht ihm ja frei. Er ist jung, er kann noch mal gucken und sich das genau überlegen. Und dann sieht man, wie es weitergeht einfach. Ja, das war das. Dann war ich noch abends auf einer Elterninformation von seiner Schule. Da wurde dann darüber informiert, ich meine, er ist ja jetzt in der 9., also wir wurden darüber informiert, dass sie dann abgehen könnten, wenn sie möchten, oder noch weiter Schule machen können. Und wenn sie abgehen, wo sie sich hinwenden können, oder ob sie das 10., 11., 12. machen wollen oder ob sie studieren wollten danach, also ob sie sich fürs Abitur entscheiden oder nicht. Und das war auch sehr informativ. War auch sehr schön aufgebaut. Nur, ja, ich weiß gar nicht, ich fühle mich gerade, als würde ich nur meckern, aber es war halt sehr spät. Das ging von 19 Uhr bis circa 9:30 abends und ja, also mir persönlich war das dann ja ein bisschen spät einfach. Aber gut, man kann das da ja nicht allen recht machen, um Himmels Willen. So muss man ja auch nicht. Ja, aber es war informativ, es war mal gut zu hören und zu sehen. Auch wie die Lehrer das einschätzen, auch bei meinem Sohn dann alles einschätzen. Und ja, da hat er halt dann die Wahl. Aber er hat jetzt gesagt, also er will weiter Schule machen erstmal. Und dann, wie gesagt, mal in den Ferien ein Praktika machen. Nur das mit dem Praktika habe ich ihm jetzt gesagt, also diese Ferien mal noch nicht. Wobei die Meinung kann sich auch noch ändern.
Müssen wir mal gucken. Jetzt geht er erstmal in den Ferien, die jetzt kommen, geht er erstmal auf eine kleine, ich will das Freizeit nennen, aber das ist keine Freizeit. Mein Sohn ist ja in der DLRG sehr aktiv und die haben da immer ein Wochenende über die beweglichen Ferientage, und da wird er dran teilnehmen, und da fahren sie an den Rhein und machen da ihre Übungen mit Wasserrettung und allem drum und dran, und das habe ich ihm gesagt, das steht jetzt als erstes an, bevor er jetzt mit dem nächsten anfängt. Ja, finde ich immer irgendwie, muss eins erstmal abgeschlossen sein, damit er seine Gedanken wieder auf das nächste fixieren kann. Darauf freut er sich jetzt auch schon. Das wird bestimmt schön. Ja. Und was ja überhaupt als nächstes erstmal bei uns ansteht, ist noch dieser Girls Day von meiner Tochter, wo sie ja jetzt dran teilnimmt. Und da bin ich auch mal gespannt, was sie da sagt. Wenn sie da in den Forst geht und da ja, die Sachen da macht mit dem Förster. Da bin ich wirklich gespannt, was sie da so erzählt. Mal schauen. Das wird garantiert spannend für sie. Ich meine, im Wald kennt sie sich einigermaßen aus, weil wir sind viel im Wald unterwegs. Aber ich glaube, so speziell wie ein Förster kennen wir uns jetzt auch nicht aus. Da wird sie einiges lernen, glaube ich. Und ich glaube, das wird richtig super. Also das stelle ich mir auch wirklich schön vor. Bin ja froh, dass sie sich mal für sowas dann entschieden hat, um sich das mal anzuschauen und zu gucken. Klasse. Ja, da bin ich ganz gut mit sozusagen. Das gefällt mir schon gut. Was mir halt besonders dann immer gut gefällt, ist, dass sie das für sich selber entschieden haben. Also wir unterstützen, mein Mann und ich, aber wir geben da keine großen Richtlinien vor. Also die Kinder müssen das machen, die müssen sich dafür entscheiden, und also sie müssen das mitentscheiden auf alle Fälle, und dann müssen sie es ja mittragen können. Und ich kann ja nicht eine Entscheidung treffen und dann zu meinem Kind sagen, ja, du wolltest das, und dabei wollte wollte es nicht. Ja? Und deswegen haben wir das immer so gemacht, dass die Kinder das mit entschieden haben. Also meine Kinder frage ich immer, bist du dir sicher, dass du das möchtest? Und wenn dann ein entschlossenes Ja kommt, dann wird das so gemacht, fertig ist die Sache. Dann unterstütze ich da mit allen Sachen. Kommt natürlich auch immer auf die Situation drauf an, die da ist, aber so in den Situationen mit Praktika suchen, Girls Day, auf eine Freizeit gehen oder sowas, dann machen das meine Kinder. Also die entscheiden das für sich und ich unterstütze. Ja, denn ich finde, sie müssen ja auch eigenständig werden und sie müssen zu ihren Entscheidungen stehen können, auch wenn sie vielleicht manchmal etwas unbequemer ausarten, als sie sich das vielleicht gedacht haben. So Situationen gibt es ja auch. Und dann müssen sie versuchen, natürlich dann selbstverständlich mit Unterstützung, aber sie müssen versuchen, auch mit unangenehmen Situationen fertig zu werden. Ja.
so ist das. Bei uns zumindest. Ja, genau. Ja, letzte Woche war ich dann nicht mehr einkaufen. Wie ich ja gesagt hatte, ich wollte ja eigentlich noch einkaufen gehen, aber ich war nicht mehr einkaufen. Ich war am Mittwoch jetzt einkaufen. Und ja, den Kindern hat das nicht so gut gefallen. Haben wir halt einen Abend oder ein Mittagessen. War halt eine Brotzeit. Und tja, das war halt so. Da mussten sie durch. Und dann haben wir, ja, ich glaube am Mittwoch waren wir dann einkaufen, weil Montag, Dienstag hatten wir die Termine und dann am Mittwoch war ich einkaufen. Und dann haben wir da dann auch wieder normal sozusagen gekocht. Ja. Und dieses Mal, ich bin ja froh, habe ich auch mal ein bisschen drauf geachtet, dass wir einfach ein bisschen mehr Abwechslung reinkriegen. Wir haben dieses Mal gekocht die Woche, also wie gesagt einmal die Brotzeit, dann hatte ich ganz normal selbst gemacht, aber Nudeln mit Tomatensauce gekocht. Und von der Tomatensauce hatte ich dann ein bisschen mehr gemacht und habe aus der Tomatensauce dann, weil da ja noch dann übrig war, gefüllte Cannelloni noch gemacht. Also die Cannelloni gefüllt mit Frischkäse, Zwiebel, Knoblauch und Kräuter. Und habe das dann in die Cannelloni reingestopft und habe die Cannelloni mit der Tomatensauce, die noch übrig war vom Vortag, in eine Auflaufform gemacht und dann in den Backofen geschoben. Ja, und dann gab es das. Jetzt muss ich mal überlegen, die Brotzeit, die Cannelloni, die Nudeln mit Tomatensauce. Dann hatte ich noch was war es denn noch? Ach, also heute am Freitag hatte ich jetzt mit den Kindern Hot Dogs gemacht. Ja, ich dachte ja eigentlich, das wäre eine gute Idee und sie würden sich freuen, aber davon waren sie nicht angetan. Ich meine, ich esse Hot Dogs generell auch nicht so super gerne, aber ich dachte, ich mache den Kindern damit eine Freude, weil das ja schon so ein bisschen sozusagen Fast-Food-Charakter hat. Aber das haben sie haben es gegessen, um Gottes Willen, aber nee, das war nicht so ihrs. War ein bisschen schade, aber ich meine, gegessen wurde es jetzt trotzdem. Die Würstchen haben sie so dann nachher gegessen. Und ja, mein Sohn ist da halt ein bisschen spezieller. Der isst halt kein Ketchup, kein Senf und nichts von so Soßen her. Und deswegen dachte ich nachher, ja, hättest du ja mal vorher dran denken können, weil er hatte nur den Käse, die Gürkchen, die Zwiebeln und das Würstchen für auf das Brötchen. Einen Salat hatte ich noch dabei, aber nee, tja. Ja, da habe ich halt nicht gut nachgedacht. Ich habe ihm keinen Gefallen getan damit. Aber gut, das sind halt so Sachen. Aus Fehlern lernt man. Fertig. Dann gibt es das so bei uns nicht mehr zu essen. Da ich jetzt weiß, dass die Kinder das nicht so mögen. Ja, und dann, was hatten wir denn? Was hatte ich denn am Mittwoch?
Gestern waren die Cannelloni. Die Nudeln mit Tomatensauce hatte ich am Dienstag. Am Montag war die Brotzeit. Und was hatten wir am Mittwoch? Ich weiß, dass ich einen Gurkensalat gemacht hatte. Ach, am Mittwoch waren wir ja, einkaufen. Und ich weiß nicht, ob euch das was sagt, da waren wir im Globus einkaufen. Und die Kinder mögen das ja dann unheimlich gern, dass sie sich dann da... Der Globus hat ja auch so wie bei Lidl und Aldi so ein Backstation sozusagen. Und da sind die da durch und haben sich, mein Sohn hatte sich einen Nusszopf ausgesucht und die Kleine hatte sich, meine Tochter hatte sich Käsebrötchen ausgesucht. Genau. Und dann gab es am Mittwoch Nusszopf und Käsebrötchen. Da hatten sie so Lust drauf und da hatten wir das. Stimmt. Da hatte ich auch schnell gekocht. Ja, und ich habe halt noch einen Gurkensalat gemacht dazu. Ja, so war das. Jetzt weiß ich aber noch nicht, morgen denke ich mal, gibt es wieder eine Suppe. Wobei ich da noch am Überlegen bin, welche. Ich weiß noch nicht, Tomatensuppe, Kürbissuppe oder Linsensuppe. Das ist noch alles in der Schwebe. Aber dafür habe ich alles da. Und wie gesagt, also für so Tomatensoße und sowas, das habe ich auch immer im Keller alles. Dass ich ja, davon immer was machen kann. Also diese passierten Tomaten, wo man ja kaufen kann, habe ich. Zwiebeln habe ich auch immer im Haus. Knobi habe ich immer im Haus. Und Nudeln haben wir auch immer im Haus. Ja, und die Sachen, die kann man ja dann immer schnell holen zum Kochen. Wenn man mal nicht weiß, was man kochen soll, ist sowas immer schnell gemacht. Genau. Ja. Ja, und für die Suppen halt auch. Also für die Tomatensuppe, das mache ich mit frischen Tomaten, nicht mit passierten Tomaten, sondern frische Tomaten. Die hätte ich jetzt, obwohl habe ich die, ich weiß gar nicht, ob die noch im Kühlschrank sind, die Tomaten. Müsste ich mal gucken. Ja, und Kürbis habe ich auch meistens im Haus. Den lagere ich auch, von daher ist der auch immer mit am Start bei uns. Also immer im Haus verfügbar. Also so gewisse Sachen habe ich immer als einen kleinen Vorrat im Keller. Ich weiß nicht, habt ihr das auch? Also habt ihr so einen Platz? Früher bei meinen Eltern hieß das, warum? Ja, das war aber oben an der Küche dran, da war das Kämmerchen. Ja, da hatten wir das Kämmerchen und da war alles drin, was man so als Vorrat nutzen konnte. Also eine Flasche Öl, eine Flasche Essig, die Zwiebeln, die Nudeln, Reis, Milchreis. Also war immer alles mit am Start. Weiß gar nicht, ob das bei euch auch so ist. Also so bin ich groß geworden. Wir hatten Sachen immer auf Vorrat. Ja. Für gewisse Gerichte zu kochen einfach. Auch wenn man sie manchmal dann nicht gerne gegessen hat, aber es war da, falls mal Not am Mann war etwas im Haus. Genau. Ja, und das war eigentlich ja, die ganze Woche. Das Wetter war ein bisschen, naja. War aber auch ganz lustig. Ah Leute, es hat geschneit. Von Donnerstag auf Freitag.
Da hat es doch tatsächlich geschneit. War alles so leicht gepudert bei uns hier. Ja. Und bei uns ist es auch immer, aber wird bei anderen nicht anders sein. Regen, Sonne, Wind, Regen, Sonne, Wind. Immer im Wechsel. Manchmal war jetzt auch, aber leicht, nur ganz leichter Hagel auch dabei. Ja, sozusagen richtiges Aprilwetter. Der April macht, was er möchte, vom Wetter her. Ja, so war das bei uns die Woche. No. So, ihr seht es hier bei dem kleinen Feld. Ich bin erst beim zweiten Symbol und trotzdem. Aber ich glaube, dass das Bild wirklich, wirklich schön wird dadurch. Ja, und ich denke mal im nächsten Paint with Me oder Whip and Chat, je nachdem, wie man das richtig nennt, werde ich mit euch das Kidding Up von dem Mädchen mit dem Hut beim Spaziergang machen, von der Künstlerin Finira. Ich denke, darauf warten auch einige. Ich wollte mein eines Mystery-Bild beendet haben, bevor ich jetzt dann noch ein Bild anfange, damit das nicht einfach überhand nimmt, weil da habe ich ein bisschen Angst vor, nicht, dass mich das dann zu stark unter Druck setzt, wenn ich so viele angefangene Bilder habe, weil ich sie halt fertigstellen möchte und will und euch ja auch was zeigen will. Und ja, ich bin ja in manchen Sachen sehr langsam, von daher, oder gefühlt langsam, ich weiß es nicht. Also ich finde, ich bin da langsam und deswegen wollte ich dieses Mystery erstmal fertig haben, damit ich sozusagen mit einem neuen starten kann. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, es geht euch gut und ihr hattet eine wunderschöne Woche. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so war die Woche. Was ist euch Gutes passiert, was nicht so Gutes. Können wir uns gerne darüber austauschen, wenn ihr möchtet. Und ich hole euch gerade noch mal ein bisschen raus. Und dann haben wir es schon. Es ist zwar nicht viel, ihr seht es, ja, aber ich finde, das kommt schon super gut raus. Tut mir leid, dass die Sonne jetzt so stark hier dann reinscheint, aber ja, ich freue mich ja, dass er da ist. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund, lasst gerne ein Däumchen da, wenn ihr mögt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!